Miranda von Taiwan Foodie. Heute zeige ich euch mein meistgefragtes Rezept, und zwar sehr beliebtes Rezept: Schweinefleisch in Süß-Sauer. Ja, ihr denkt bestimmt direkt an die rote Süß-Sauer-Soße, wo das Fleisch tief frittiert sind. Also meine Süß-Sauer-Soße ist anderes. Die Farbe ist schwarz. Ich hoffe, ich habe euer Interesse geweckt. Und meine Schweinefleisch in Süß-Sauer mache ich auch keine Frittieren, weil diese frittierte Fett habe ich immer Probleme danach irgendwie zu entsorgen. Ich nehme sehr wenig Öl und dann mache ich in den Backofen. Das schmeckt aber genauso lecker wie frittiert. Und erst zeige ich euch spezielle Soße, was wir heute brauchen. Erst schwarzer Reisessig. Dieser Essig ist so speziell, das kommt aus einer Region in China, heißt Zhenjiang. Deswegen dieser Essig heißt Zhenjiang Schwarzessig. Ich werde auf jeden Fall da so vorschreiben in meine Informationsbox. Wenn ihr das aber nicht extra so eine ganze Flasche Soße kaufen möchtet, Balsamico-Essig geht auch. Und zweite spezielle Zutaten ist Shaoxing Wein. Das ist auch ein spezieller chinesischer Wein, anderes als Reiswein. Das ist natürlich auch aus Reis gemacht, aber ihr seht ja, die Farbe ist etwas braun. Das kann man auch in Amazon kaufen. Wenn ihr aber auch nicht so eine ganze Flasche extra kaufen möchtet, wenn ihr zu Hause Sherry-Wein habt, entweder Medium oder trocken, ihr könnt das auch 1:1 verwenden, kein Problem. Dann der letzte spezielle Soße. Naja, bei uns ist eigentlich nicht speziell. Wir haben jeder Haushalt fast diese Soße zu Hause. Nebenbei Sojasauce. Das ist Oyster Sauce. Ich kaufe sehr gerne diese Marke. Wenn ihr das finden könnt auf Amazon, dann kauft das. Wäre das Oyster Sauce nicht verfügbar bei euch, dann einfach Sojasauce verwenden. Ist auch kein Problem. So, jetzt gehen wir einzelne Zutaten durch. Wir brauchen ein ganzer Kopf Schweinefilet. Ich zeige euch, wie man das vorbereitet. Hier auf meiner linken Seite ist die Marinade für das Fleisch. Wir brauchen Kartoffelmehl, Shaoxing Wein, Sojasauce, Eier und Oyster Sauce. Dann brauchen wir noch zusätzliche Kartoffelmehl als Panade. Auf meiner rechten Seite hier, das ist dann die Süß-Sauer-Soße. Wir brauchen Kartoffelmehl, Brühepulver, Oyster Sauce, Shaoxing Wein, Sojasauce, schwarzer Essig, Zucker, Wasser. Daneben habe ich noch etwas Öl vorbereitet für Backofen und auch für kurz anbraten. Das war's. Jetzt fangen wir an, Fleisch vorzubereiten. So, erst wichtig ist beim so ein ganzes Filet, da gibt es immer so die Silberhaut. Das muss man entfernen. Ganz vorsichtig, nicht eure Finger schneiden. Also einfach so ziehen und dann mit dem Messer so quer schneiden, dann könnt ihr die Haut entfernen. Dann schneiden wir ca. 2,5 cm Breite. So, das haben wir geschnitten. Und dann, ihr braucht so einen Fleischklopfer. Einfach so schneiden Seite nach unten und dann mit dieser Seite, nicht die glatte Seite, sondern diese mit dem Kontur, einfach klopfen. Beide Seiten. So, hier seht ihr ungefähr so dünn habe ich geklopft. Und jetzt schneiden wir nochmal. Ungefähr 2 cm breit. Genau. Dann das ist dann das Fleisch, haben wir vorbereitet. Jetzt mischen wir Marinade zusammen und dann können wir hier das Fleisch einlegen. Alle Zutaten für Marinade einfach rein.
gut rühren. Und dann hier mit Fleisch gut vermengen. Dann lassen wir mindestens 5 Minuten ziehen. Okay, jetzt 5 Minuten ist vorbei. Wir machen einzelne Panade. Bevor wir anfangen, jetzt Backofen vorheizen. Wenn ihr Umluftfunktion, dann 200 Grad. Wenn ihr aber leider keine Umluftfunktion, dann bitte oben und Unterhitze 210 Grad vorheizen. Und jetzt machen wir den Panade. Meine Methode hier für Panade ist immer eine Hand für trockene Zutaten, andere Hand für nasse Zutaten. Und immer so bleiben. Also linke Hand reinschmeißen in den Kartoffelmehl, rechte Hand einfach so drücken und etwas leicht den extra Kartoffelmehl abschütten. Und dann legt man hier auf dem Schneidenblech, was man vorher schon verwendet hat. So, jetzt habe ich alle Stück Fleisch richtig paniert und ihr seht hier ganz genau, es gibt unterschiedliche Farben. Wenn man ganz am Anfang paniert, das sieht so aus, ganz viel weiße Pulver noch drauf. Wir müssen warten, bis alle so aussehen. Quasi dieser Kartoffelmehl wird dann etwas feuchter und dann zusammen mit dem Fleisch gut kombiniert. Und dann können wir erstmal auf den Backform einlegen. Wir warten so 10 Minuten, dann kommen wir nochmal zurück. Okay, wir haben so circa 10 bis 15 Minuten gewartet. Also das ist unabhängig, wie viele Minuten ihr wartet. Hauptsache, ihr müsst wirklich warten, bis das Fleisch genau wie hier zeigt. Meistens weiße Kartoffelmehl sind weg. Also hier sieht man natürlich noch ein bisschen, aber das ist halt, man hat wahrscheinlich zu viel Stärke drauf gemacht. Das macht aber nicht aus. Hauptsache 90% von dem weißen Kartoffelmehl weg ist. Dann kann man erst für die nächsten Schritte weitermachen. Man nimmt eine große Backform und dann etwa 2, eventuell 3 Esslöffel Öl mit einer Pinsel richtig einfetten. Und dann nehmen wir einzelne Fleischstücke drauflegen. Bitte nicht zusammen aufeinander legen, weil dann will zusammenkleben nachher. Leg mal nebeneinander. So sieht das aus. Jetzt können wir den Backform in den Backofen bringen. Okay, jetzt dann ab in den Ofen. Wir lassen das erstmal in den Backofen 13 Minuten lang backen auf eine Seite. Und danach die letzten 2 Minuten wenden wir und backen auf andere Seite. Okay, dann das Fleisch ist jetzt im Backofen. Wir können auch zwischenzeitlich Soße fertig machen. Erstmal Soße zusammenrühren, alle Zutaten rein. Und gut zusammenrühren. So, die Soße erstmal vorbereitet und wenn das Fleisch fertig ist, dann können wir die Soße verwenden. Also jetzt einmal wenden und hier will dann etwas kleben, ist aber nicht schlimm. Ich würde aber nicht empfehlen, das mit dem Backfolie oder Backpapier drauf machen, weil dann hat man nicht so guten Effekt. Jetzt warten wir die letzten 2 Minuten. So, jetzt ist die Zeit um. Ich habe schon Fleisch rausgeholt vom Backofen. Hier seht ihr ja, das ist schön gebraten oder im Backofen gebraten, gebacken. Und das ist genau, was wir suchen. Und jetzt können wir komplett fertig machen, mit der Soße kombinieren. Mittlere Hitze. Und was wir vorhin noch etwas Öl verblieben haben, jetzt auch in der Pfanne. So, jetzt ist die Pfanne schon heiß.
lassen wir mal alle Fleisch rein. Falls das noch etwas weiße Stärke drauf ist und noch nicht gar, kann man jetzt mit dieser Chance noch mal gut anbraten. Bevor die Soße reinkippt, noch mal gut rühren. Ich habe jetzt nicht alle Soße reingekippt, weil ich sehe schon, die Soße ist ausreichend. Wenn ihr gerne mehr Soße zu Reis oder zu Gemüse, dann auf jeden Fall alle Soße reinkippen. So, ihr seht, dass die Soße ist sehr schön dick und dann ist fertig. So, endlich fertig. Schweinefleisch in schwarzer Süß-Sauersoße. Lassen wir jetzt kosten. Super lecker. Probier mal. Das ist zwar ein bisschen aufwendig, aber ich glaube, ist schon einfacher als normale, traditionelle Methode. Und ich hoffe, dass euch mein Rezept gefällt. Danke fürs Zuschauen. Nicht vergessen, Daumen hoch geben und meinen Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!